Hallo ihr Lieben, kennt ihr das? Ihr wollt ein richtig schön knuspriges Rösti, aber es wird irgendwie immer weich oder matschig. Heute zeige ich dir meinen Geheimtrick, mit dem das Rösti immer goldbraun und knusprig wird. Zum Schluss gibt es noch mein Lieblingstopping mit Meerrettichschmand, Räucherlachs und frischem Dill. Bleib unbedingt dran, dann diesen Trick willst du nicht verpassen. Die Mengen, die ich gleich dir nennen werde und die Zutaten, die ich hier habe, sind für eine Portion. Also das kannst du dann nachpassen, je nachdem, wie viele Portionen du machen möchtest. Als erstes brauchen wir natürlich Kartoffeln. Am besten nimmst du für die Rösti festkochende Kartoffeln und für jede Portion etwa 250 bis 300 Gramm Kartoffeln. Und das ist schon alles, was wir für die Rösti, also für den Basis brauchen, außer Salz und Olivenöl zum Braten. Zum Servieren habe ich heute auch ein leckeres Meerrettichschmand. Also für diesen Schmand brauchst du 3 gehäufte Esslöffel Schmand, 1 Teelöffel Meerrettich, 2 Zweigen frischen Dill. Oder du kannst auch Schnittlauch oder Petersilie nehmen und dann brauchen wir noch etwas roten Zwiebel. Für eine Portion brauchst du ungefähr ein Viertel von so einem größeren roten Zwiebel. Und dann brauchen wir natürlich Lachs. Das ist mein Serviervorschlag für dich, für den Rösti, aber natürlich kannst du den Rösti auch nach Belieben belegen. So, wir fangen mit den Kartoffeln an. Also die Kartoffeln schälen und danach werden wir sie auf diese große Reibe reiben. Zum Reiben nehme ich gerne noch so eine Schüssel. Dann habe ich die Kartoffeln schon direkt bereit in der Schüssel, weil da kommt gleich mein Geheimtipp. Aber erst die Kartoffeln reiben. Nach dem Reiben wirst du merken, dass die Kartoffeln so richtig schön glänzen. Das ist so, weil die Kartoffeln sehr viel Flüssigkeit enthalten. Und um den Rösti richtig schön knusprig zu machen, müssen wir so viel wie möglich von dieser Flüssigkeit entfernen. Und hier kommt mein erster Tipp. Also, bevor wir die Flüssigkeit aus den Kartoffeln pressen, werden wir jetzt die Kartoffeln salzen. Dann das Ganze kurz vermischen und du wirst merken, dass die Kartoffeln direkt noch mehr Flüssigkeit abgeben. Das passiert, weil das Salz Wasser zieht und genau das sorgt dafür, dass der Rösti richtig schön knusprig wird. Also ganz wichtig, diesen Trick verwenden und nicht weglassen. Und jetzt die Kartoffeln für 10 Minuten zur Seite lassen. Am besten nicht länger als 10 bis 15 Minuten, sonst werden die Kartoffeln grau. Und diese 10 Minuten werde ich dafür nutzen, um den Dill fein zu hacken und auch den Zwiebel zu hacken. Beim Dill mag ich erst die harte Stängel entfernen und dann einfach fein hacken. Und wie gesagt, von so einer großen Zwiebel für eine Portion nehme ich gerne ein Viertel, aber hier je nach Geschmack. So, die 10 Minuten sind vorbei und ich habe schon die Vorbereitungen gemacht. Und jetzt kommt mein zweites Tipp für euch, um die Rösti so richtig knusprig zu machen. Mein zweiter Tipp ist das Passiertuch von Fredman. Kennt ihr das schon? Der Passiertuch ist ein richtiger Multitalent in der Küche und die Tücher sind auch lebensmittelecht. Also ich nehme jetzt ein Passiertuch. Und heute nutze ich das Passiertuch, um die Kartoffeln auszupressen. Also ich nehme
so ein gleiches Schüssel und hier kannst du auch schauen, also für die Menge Kartoffeln brauche ich jetzt nicht den ganzen Passiertuch, ich werde mir so Hälfte nehmen, so zurechtschneiden und das zweite Stück brauche ich jetzt nicht und den lege ich einfach in die Schüssel, die Kartoffeln, die geraspelten Kartoffeln drauf und du wirst sehen, es ist sehr viel Flüssigkeit. Dann die Seiten hochklappen und so gut wie möglich die Flüssigkeit auspressen. Also es ist schon echt viel Flüssigkeit. Also du kannst dir vorstellen, wenn du das nicht auspresst, dann bleibt das in der Kartoffelraspel und natürlich werden die Kartoffeln dann nicht so knusprig. Und das brauchen wir natürlich nicht mehr. Jetzt gebe ich die Kartoffeln zurück in die Schüssel. Und diesen Passiertuch kannst du noch weiter verwenden, also abspülen, wenn du magst, noch im heißen Essigwasser desinfizieren und dann kannst du es zum Beispiel zum Reinigen benutzen. So, zu den Kartoffeln gebe ich jetzt nichts mehr dazu, also die sind gesalzen und auch wenn da jetzt nicht so viel Salz bleibt, weil das durch die Flüssigkeit auch weggeht, ist das nicht schlimm, weil wir noch den Schmand-Topping haben und dem werde ich dann noch würzen. Jetzt die Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und wenn die Pfanne warm wird, den Pfannenboden gut mit Olivenöl bedecken. Dann gebe ich die geraspelten Kartoffeln dazu und sie werden erst 5 bis 10 Minuten gebraten. Dabei gelegentlich umrühren, so dass die Kartoffeln gleichmäßig gebraten werden. Und dann nach ungefähr 10 Minuten, also bei mir waren es 10 Minuten, wenn die Kartoffeln so leicht Farbe bekommen, die Röstiformen, also die Kartoffelraspel so zusammenpressen, dass du eine Röstiform hast und danach je nachdem etwa 5 Minuten weiter braten, so dass die Seite so richtig schön golden und braun wird. Danach wenden und von der anderen Seite auch schön golden anbraten. Und diese Zeit werde ich dafür nutzen, um mein Schmandcreme zu vorbereiten. Also es geht ganz einfach. So, erst den Meerrettich dazugeben. Ich mag den Geschmack von Meerrettich und wie es zum Lachs passt, aber je nach Geschmack kannst du auch weglassen. Dann noch mit Pfeffer würzen und Salz nach Geschmack. Dann kurz verrühren und fertig. So, dann, wenn es von beiden Seiten richtig schön golden angebraten ist, von der Pfanne heben und auf dem Teller geben. Und dann, wir haben ja noch so Hälfte von dem Passiertuch übrig. Also wenn du magst und merkst, dass da etwas viel Fett an der Oberfläche ist, dann kannst du diesen überschüssigen Fett mit dem Passiertuch abtupfen und dann nur noch anrichten. Also ich gebe erst etwas von dem Schmand dazu, schön verteilen und dann kommt Lachs und zum Schluss noch mit dem roten Zwiebel und frischen Dill garnieren. Und ganz zum Schluss noch etwas schwarzen Pfeffer. Hier ist die Auge wirklich mit, also wie lecker und schön sieht das aus. Ich kann kaum warten, also lasst uns direkt probieren. Schon beim Schneiden hört man das Knuspern. Richtig lecker und schön knusprig, also definitiv ausprobieren und wirklich diese 2 kleine Tricks, also Salz und die Kartoffeln ruhen lassen und das Passiertuch von Friedmann sorgen dafür, dass der Rösti immer richtig schön knusprig wird. Wenn du die Passiertücher noch nicht kennst, dann findest du sie beim Rossmann im Online-Shop
und auch im Handel. Und alles habe ich dir auch noch in der Videobeschreibung verlinkt. Und schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob du diese Tricks für Rösti kanntest oder vielleicht hast du noch ein paar Tricks und Tipps für mich, dann würde ich sehr freuen, wenn du sie mit mir in den Kommentaren teilst. Ich hoffe, dir hat mein richtig leckeres Rösti gefallen und ich hoffe auch, dass du den ausprobierst. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.